Es war ein wundervoller Morgen. Ich war extra ganz früh aufgestanden und hoffte, so eine fantastische Morgenstimmung im Bild festhalten zu können. Völliger Quatsch. Ich habe erst mal in aller Ruhe ausgeschlafen und bin dann an meinen Rechner gegangen und habe dem KI-Programm in 2 kurzen Sätzen mitgeteilt, was ich für ein schönes Bild oder für ein schönes Motiv erwarte. Hallo liebe Zuschauer, und heute müssen wir mal in eigener Sache etwas unbedingt loswerden, denn wir beobachten mit zunehmender Sorge die Veränderungen in der Fotografie. Ist die Fotografie etwa am Ende? Gibt es in Zukunft keine Fotografie mehr? Diesen Eindruck kann man haben, wenn man sich im Internet umschaut. Da gibt es nur noch von künstlicher Intelligenz erzeugte Fotos und Videos. Silvia und ich, wir kommen ja noch von einer alten Schule sozusagen, und wir kommen auch aus der Naturfotografie und Tierfotografie, haben wir lange Zeit gemacht. Und da waren wir es immer gewohnt, dass man in ein gutes Foto steckt man viel Arbeit, man braucht Erfahrung, man braucht Zeit, man braucht Glück und all solche Dinge. Und am Ende kam da vielleicht ein wunderschönes Bild raus. Und heute, auf einmal, braucht man nur noch schreiben zu können, setzt sich an den Rechner, benutzt die richtigen Programme, schreibt ein sogenanntes Prompt, also man schildert seine Vorstellung eines Fotos, wie es genau sein soll, und dann spuckt der Rechner doch tatsächlich Bilder aus. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Beispiele dafür, was man alles mit dem Rechner machen kann. 2 Eichhörnchen streiten sich im Wald um eine Nuss. Zu unserer Zeit, zu unserer Tierfotografenzeit, eine kleine Herausforderung, auf jeden Fall. Heute ganz einfach, ganz simpel. Man muss bloß schreiben können und schon macht's KI möglich. Ein Eisvogel mit Fischchen in dieser Qualität, auf den ersten Blick ein tolles Foto, aber es ist auch mit KI entstanden. Ganz einfach. Schreib, was du möchtest, und du bekommst es. Und dieses Motiv, ja, ich habe es mir so gewünscht, aber man sieht, dass es doch schon recht unnatürlich aussieht. Man muss genau hingucken bei diesen Bildern. Es bleibt auf jeden Fall ein schales Gefühl, dass man als Fotograf so rein gar nichts dazu beigetragen hat. Kommen wir nochmal zur Landschaftsfotografie. Ein typisches Landschaftsmotiv eines masurischen Sees. Ich wollte einen ganz speziellen. Blauer Himmel mit Wolken, eine schöne Stimmung. Das Ergebnis mit KI sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bei uns werdet ihr sowas, außer in diesem Video, niemals sehen. Aber dann hat uns doch tatsächlich etwas an dieser ganzen komischen KI-Geschichte fasziniert, denn wir kamen auf die Idee, mit einem solchen KI-Programm unsere über 45 Jahre alten Fotos aus der Anfangszeit unseres Reisens zum Leben zu erwecken. Und ein paar von diesen Bildern zeigen wir euch hier. Silvia kocht in unserem allerersten VW Bulli Selbstausbau. Und hier sind wir im schwedischen Fjell, auch beim Kochen auf dem Gaskocher. Tja, ob ich mich da richtig erkenne, ich weiß es nicht. Silvia um Mitternacht am Lyngenfjord in Nordnorwegen. Eine wirklich erstaunliche Kamerafahrt. Sehr hübsch geworden, finden wir. Allerdings sind wir nicht sicher, ob die ins Bild kommende Landschaft korrekt wiedergegeben ist. Und hier, ja, Silvia geht durch einen Bach in Schwedisch Lappland. Wo ich sie kenne, erkenne ich sie eigentlich nicht. Und das ist auch faszinierend. Ein wunderschönes Foto, was ich sehr mag, zum Leben erweckt. Es ist einfach so schön hier. Ein perfekter Ort, um zu schreiben. So, nun habt ihr ein paar Beispiele gesehen, wie wir uns mit dem Thema KI und Fotografie beschäftigt haben. Nun würde uns interessieren, was denkt ihr darüber? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare.
Eins können wir euch auf jeden Fall versprechen. Auf diesem Kanal, auf unserem Kanal Womotraum, werdet ihr keine Fake-Sachen, keine KI-generierten Materialien sehen. Das können wir euch versprechen. Was ihr hier seht, ist genau das, weshalb ihr uns diese tollen, lieben Kommentare hinterlasst, dass ihr unsere Filmaufnahmen, unsere Fotos so sehr schätzt, weil sie einfach sehr schön sind und weil sie durch viel Erfahrung, Engagement und Wissen und Know-how entstanden sind. Und genau so werden wir auch weitermachen. Kein KI-Kram und so weiter. Was ihr hier seht, ist einfach wir pur und wir sind echt. Und das ist versprochen. Und wir würden uns freuen natürlich, wir haben es schon des Öfteren mal gesagt, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, ein Däumchen nach oben und vielleicht ein Hype, das ist ganz was Tolles, alles super. Und ihr helft uns damit, und das kostet euch keinen Cent, ihr helft uns damit einfach, dass wir für unsere Videos mehr Sichtbarkeit bekommen in diesem Millionenwust an täglich hochgeladenen Videos. Und wenn ihr uns weiter die Treue haltet und zuschaut. Ganz, ganz lieben Dank, auch von Silvia. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und mit uns durch die Gegend reist.